Blockflöte. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Warum das Video so heißt, das werdet ihr gleich erfahren. Auf jeden Fall geht es um die Haltung eurer Blockflöte beim Spielen und wie sie sich auswirkt auf das Gelingen eures Blockflötenspiels. Sabine hat meinen Mini-Kurs Blockflöte für Einsteiger ausprobiert und hat mir dann berichtet, dass sie ganz erstaunt war, dass sie die Flöte ja so hoch halten muss. Sie wusste schon, dass sie eine aufrechte Haltung haben sollte beim Blockflöte-Spielen, aber wie hoch sie die Blockflöte an sich halten müsste, damit es gut gelingt, das war für sie doch überraschend. Dabei wäre es wichtig, dass ihr nicht nur auf eine gerade Oberkörperhaltung achtet beim Sitzen und beim Stehen natürlich auf eine gesamte gute Haltung, sondern dass ihr in dieser Haltung auch die Blockflöte selbst relativ hoch habt, also nicht so spielt, sondern dass ihr euch die Haltung eurer Blockflöte im Verhältnis zum Körper ungefähr im 45-Grad-Winkel denkt. Warum ist das jetzt wichtig? Das möchte ich euch mal an 3 Beispielen demonstrieren. Ich nehme dafür mal auf der Altblockflöte den Griffwechsel vom mittleren Fis zum mittleren Gis. Vor kurzem habe ich ja schon ein Video gemacht über schwierige Griffe. Da kommt auch das Gis drin vor zum Beispiel. Es geht uns dabei vor allem um den Wechsel vom Fis zum Gis oder zum A, wenn man nach oben hin weiterspielt. Das Gis muss ich ja greifen, indem ich oben 2 Finger drauf habe und unten 3 und oben nichts, also kein Daumen, kein Zeigefinger drauf und unten auch nichts. Und das ist an sich schon wichtig bei diesem Ton, dass ihr die Flöte hoch genug haltet, damit ihr nicht mit den Fingern, die die Löcher zumachen sollen, die Flöte festhalten müsst. Aber so richtig deutlich wird einem das erst beim Wechsel vom Fis zum Gis oder zum A. Wenn man dann nämlich die Flöte nicht hoch genug hält, dann kann sie auch schon mal aus den Händen rutschen. Oder wenn sie nicht aus den Händen rutscht, dann habt ihr wahrscheinlich eure Finger ziemlich schief drauf, weil ihr versucht, diesen Griffwechsel zu meistern, indem ihr die Flöte mit den Spielfingern festzuhalten versucht. Um euch das alles zu ersparen, erinnert euch jetzt nochmal dran, dass die Flöte einfach höher gehalten werden kann. Zweites Beispiel dafür, dass ihr Probleme bekommen könnt, wenn ihr die Flöte nicht hoch genug haltet. Unnötige Probleme. Ich sage nicht, dass man so nicht spielen kann, aber ihr erschwert euch das Leben ein bisschen. Das ist nämlich im Prinzip bei allen überblasenen Tönen, das heißt bei allen Tönen, bei denen ich das Daumenloch etwas öffnen muss. Einen Spalt weit öffnen muss. Und da ist das Problem, wenn ihr die Flöte zu tief haltet, dass auch wieder unnötiger Druck, unnötige Spannung auf den Spielfingern lastet und vor allem auf dem hinteren Daumen. Dass ihr, gerade weil der ja, wenn man eine Knickdaumentechnik verwendet wie ich, so reingedrückt wird, dass ihr dann damit auch die Flöte festhaltet. Zum Beispiel bei einem hohen A oder einem hohen B. Und besonders stark haben viele die Neigung, um die Flöte damit so richtig festzuhalten, bei den noch höheren Tönen. Das ist rein psychologisch, weil man denkt, dann kommen die besser raus. Das ist aber gar nicht der Fall. Macht euch nochmal klar, dass dieser linke Daumen überhaupt keine Halte- oder Stützfunktion haben sollte, denn er muss frei beweglich sein, um auch einen schnellen Wechsel hinzukriegen zwischen geschlossenem Daumenloch und halbem Daumenloch. So, dann das dritte mögliche Problem, das euch begegnen kann, wenn ihr die Flöte schön tief haltet. Das betrifft jetzt nicht die ganz hohen Töne, sondern die ganz tiefen Töne. Und da könnt ihr euch ja auch jetzt schon denken, dass die Finger der rechten Hand auch nicht die Flöte festhalten sollten. Bei vielen von euch ist die rechte Hand besonders verkrampft, weil sie die Flöte mit festhält.
Dabei, wie gesagt, sollte das nur der rechte Daumen tun. Viele Profis benutzen noch den kleinen Finger auf diesem Ring hier. Wenn ihr damit Erfahrung habt, könnt ihr das machen. Der muss natürlich dann ständig drauf und wieder losgelassen werden, je nachdem, wie ich greife. Ich würde es euch, wenn ihr jetzt nicht Profis seid, nicht empfehlen, jetzt damit anzufangen, sondern versucht mit eurer Haltung das Ganze erstmal so optimal wie möglich hinzubekommen. Nicht vergessen, euer zweiter Stützpunkt außer dem rechten Daumen ist euer Mund. Ich bin gespannt, was eure Erfahrungen sind mit eurer Flötenhaltung. Erstmal, ob ihr genau wie Sabine jetzt überrascht seid oder ob ihr es eigentlich schon wisst, aber es euch immer wieder passiert, dass die Flöte doch zu tief hängt. Was eure Erfahrungen sind mit dem Greifen von den verschiedenen Tönen in Bezug auf eure Haltung. Schreibt doch mal gerne hier unter dem Video in die Kommentare. Und natürlich kann es nur immer wieder sagen, in meinen Video-Online-Kursen, die ihr selbstständig durcharbeiten könnt zu jeder Tages- und Nachtzeit, da wird das alles von der Pike auf richtig gut gelehrt von mir für euch. Und wenn ihr schon fortgeschritten seid und ihr nehmt den Blockflöte Next Level Kurs, dann wird auch nach der gesamten Haltung von A bis Z nochmal richtig gründlich geguckt, sodass ihr für euch selber die entsprechenden Videos euch rausfiltern könnt, die euch richtig viel bringen. Und auch im Einsteiger- oder Wiedereinsteigerkurs wird die richtige Haltung von Anfang an nicht nur gezeigt, sondern immer wieder darauf hingewiesen und das immer wieder wiederholt, damit sich da nichts Blödes einschleicht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder auf Veras Blockflöten-Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.